Das Feld eines Schweizer Bauern im Kanton Zürich. Doch auch dieses Jahr werden hier, wie auch auf allen anderen Feldern in der Schweiz, wieder keine genetisch veränderten Pflanzen wachsen dürfen. Und dies trotz dessen, dass Bauern im Ausland schon längst Nutzen von solchen Pflanzen machen dürfen. Trotzdem wird das Verbot hier in der Schweiz wohl noch einige Jahre so bestehen bleiben. Doch wo liegen die Gründe? Wieso verschließen wir uns immer noch vor dieser zukunftsweisenden Technik? Liegt es an der Intoleranz der Bevölkerung? Oder doch daran, dass Gentechnik mehr Gefahren birgt, als die großen Chemiekonzerne gerne zugeben? Wenn es freigesetzt ist, dann bringt man die Schweiz nie mehr sauber. Und zu glauben, man könne... Das sogenannte Gentechnik-Moratorium regelt in der Schweiz den Anbau von Gentech-Pflanzen. Momentan verbietet es den Anbau solcher Pflanzen außerhalb von abgeriegelten Forschungseinrichtungen. Dieses Verbot wurde vom Parlament auch schon mehrmals erneuert und in seiner letzten Sitzung wieder mit großer Mehrheit bis 2021 verlängert. Doch das Parlament betonte auch, dass das Moratorium keinesfalls ein Nein für die Forschung an solchen Pflanzen bedeute. Im Gegenteil, zu Forschungszwecken wurde das Gesetz sogar weitgehend liberalisiert. Denn auch der Bund selbst betreibt eine Forschungseinrichtung namens Agroscope, die sich unter anderem auch weitgehend mit der Gentechnik befasst. Agroscope ist die landwirtschaftliche Forschung des Bundes. Wir versuchen, nachhaltige Lösungen zu erforschen für die Land- und Ernährungswirtschaft im Bereich Pflanzenbau, Tierproduktion und der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln. Hier am Standort Treckenholz haben wir eine sehr vielfältige Forschung. Wir haben einerseits pflanzenbauliche Forschung, dann aber auch sehr viele Projekte im agrarökologischen Bereich. Doch was denken die Experten des Bundes über die Entscheidung des Parlaments? Bundesrat und Parlament haben sich dazu entschieden, das Moratorium um weitere 4 Jahre zu verlängern. Die Forschung nimmt da einen eher anderen Standpunkt ein. Wir hatten ein nationales Forschungsprogramm zwischen 2006 und 2012, genau mit dem Ziel, Nutzen und Risiken von gentechnisch veränderten Pflanzen abzuklären. Das Fazit dieses Forschungsprogramms war eigentlich, dass die Gentechnik kein höheres Risiko darstellt als andere Technologien der konventionellen Pflanzenzüchtung. Die Parlamentarier argumentierten unter anderem auch, dass die Gentechnik ein Thema sei, das sich in der Bevölkerung noch nicht sonderlich emanzipiert habe und daher das Verständnis fehle. Und auch die Spezialisten denken, dass dies ein Problem darstellt. Ja, diese Frage zur Akzeptanz der Bevölkerung ist eine schwierige Frage, weil es bezieht sich immer auf 2 Sachen. Das eine ist die Umfrage, wo man ein Kreuz macht, sind Sie mit der Gentechnik einverstanden oder nicht. Das andere ist, wie wir es erleben hier in unserer Umgebung rund um diese Protected Site mit Personen, die eigentlich direkt in Kontakt kommen mit dieser Gentechnik. Wir stellen nicht eigentlich eine generelle Ablehnung, sondern eher ein Desinteresse fest. Wenn wir hier unsere Versuche zeigen wollen für die lokale Bevölkerung, dann kommt sie nicht hierhin, sie interessiert sich nicht dafür. Und durch dieses Desinteresse fehlt dann natürlich auch das Wissen im Bereich der Gentechnik. Und dies trotz dessen, dass der grundsätzliche Vorgang zur Züchtung einer Gentech-Pflanze gar nicht so schwer zu verstehen ist. Zuerst entnimmt man verschiedenen Pflanzen, welche gute Eigenschaften wie beispielsweise Resistenzen gegenüber Erregern aufweisen, ein Stück ihres Genomes. In einem nächsten Schritt kann dieses Genom kopiert werden. Dies geschieht mit Hilfe einer sogenannten PCR. Zuerst wird durch Erhitzen des DNA-Strangs die DNA geteilt. Und beim erneuten Abkühlen lagern sich an beiden Seiten der Strickleiter Primer-Moleküle an. Die Polymerase, ein Enzym, startet die Synthese und weitere Bausteine der DNA, sogenannte Nukleotide, lagern sich ab. Durch Wiederholen des Vorgangs lässt sich das Genom beliebig oft vervielfältigen. In einem zweiten Schritt kann nun der neue DNA-Strang zum Beispiel mit Hilfe eines Bakteriums in eine andere Pflanze eingebaut werden. Dies funktioniert so, dass das Bakterium zuerst die neue DNA in sein eigenes Plasmid einbaut und dann die Pflanze überfällt und dabei die DNA in ihre Zelle einsetzt. Das Ergebnis ist eine Pflanze, die viele vorteilhafte Eigenschaften verschiedenster Gewächse besitzt. Doch natürlich gibt es auch einige Eigenschaften, die viele Leute als negativ ansehen, wegen denen die Gentechnik so stark vom Bund eingeschränkt wird. Doch welche sind das? Potenzielle Risiken von gentechnisch veränderten Pflanzen, das ist genau unsere Forschungsfrage. Eine generelle Antwort kann man auf diese Frage nicht geben. Das muss für jede Pflanze, Case by Case, muss das abgeklärt werden. Das hängt einerseits ab von der Biologie der Pflanze, es hängt ab von der
spezifischen genetischen Veränderungen, die erzeugt wurde. Und es hängt ab vom Anbausystem, in dem diese Pflanze dann verwendet wird. Und all das muss man betrachten, um eine Risikoabschätzung machen zu können. Einer dieser Gründe, der nach Aussagen von Anti-Gentech-Gruppierungen auf jedoch alle Pflanzen zutreffen soll, ist der, dass die Verwendung von genetisch veränderten Pflanzen dazu führe, dass mehr Pestizide benutzt werden müssten. Doch die Forschung hält anscheinend nicht viel von dieser Behauptung. Beim Pestizideinsatz gilt es zu sagen, dass der hat zugenommen, unabhängig der Gentechnologie in den letzten Jahrzehnten. Und es ist sehr schwierig, genau die Abhängigkeit von Gentechnik und Pestizideeinsatzzunahme zu eruieren. Deshalb gibt es auch relativ viele Studien, die zeigen, dass es eine Zunahme gab. Es gibt aber auch Studien, die zeigen, dass es eine Abnahme gab. Ein weiteres Kontra-Gentech-Argument ist, dass die quasi besseren Gentech-Pflanzen die natürlich vorkommenden Pflanzen verdrängen würden. Doch natürlich gibt es auch viele Vorteile, die man sich beim Anbau solcher Pflanzen verspricht, wegen denen man in den letzten Jahren stark, eben auch beim Bund, an der Gentechnik geforscht hat. Bei unseren Projekten geht es vor allem darum, ökologisch verbesserte Pflanzen zu testen. Ich habe es vorhin gesagt, Reduktion Pflanzenschutzmittel durch natürliche Resistenzen ist ein großes Thema, Reduktion des Ressourceneinsatzes oder gleichbleibender Ressourceneinsatz für mehr Produktion. Doch natürlich wäre nur die Auffassung eines Forschers zu hören und sich aufgrund dessen eine Meinung zu bilden, nicht objektiv genug. Wichtig ist auch zu wissen, was jemand, der direkt vom Moratorium betroffen ist, wie beispielsweise ein Landwirt, von der Gentechnik denkt. Also der Vorteil in der Gentechnik sehe ich wirklich von minderem Pflanzenschutzeinsatz, also Glyphosat und all die Mittel, die ja sehr umstritten sind heute. Wenn man das reduzieren könnte, wäre sicher auch für die Umwelt etwas getan. Der Landwirt sieht die Vorteile dort, wo sie der Wissenschaftler auch sieht. Und trotz all diesem Optimismus steht man der Sache doch mit etwas Skepsis entgegen. Die grösste Nachteile und Gefährdung, gut, das kann ich jetzt als Landwirt, als Bewirtschafter nicht unbedingt gut beurteilen. Ich meine, das sind unsere Wissenschaftler, die sich mit dem auseinandersetzen. Das hat sicher, ich finde immer, jeder Eingriff in die Natur ist in sich schon heikel. Aber ich denke, für das haben wir ja die Wissenschaftler, die wissen schon, was sie machen. Und ich denke, sie würden sicher einen Organismen freisetzen, der nicht gut wäre für uns. Diese Skepsis ist natürlich vollkommen berechtigt und Vorsicht ist bei einem Thema wie der Gentechnik natürlich auch geboten. Aber trotzdem sieht man, dass die Landwirte Vertrauen in die Wissenschaft haben und tatsächlich auch bereit wären, die Techniken zu verwenden. Wir können also gespannt abwarten, wie das Parlament in 4 Jahren entscheidet und ob dann vielleicht ein neues Kapitel in der schweizerischen Landwirtschaft beginnt.